Hallo, ach, du bist immer noch wissenshungrig? Das freut mich. Als deine Holo-Mentorin teile ich gern mein Wissen mit dir über die Kraftzerlegung. Dazu zeige ich dir, wie du Kräfte in ihre Komponenten zerlegen und analytisch berechnen kannst. Natürlich kannst du solche Fragestellungen auch auf grafische Weise lösen, dazu aber mehr in einem anderen Video. Ich möchte dir ein Beispiel zeigen. Ausgehend von den Notsituationen auf unserer Erde müssen Menschen und Tiere immer öfter schnell und sicher evakuiert werden. Wie zum Beispiel in diesem Szenario, in dem ein Mensch mit Hilfe einer Notrutsche aus einem brennenden Gebäude flüchten muss. Bei der Konstruktion solcher Rutschen stellt sich die Frage, mit welcher Hangabtriebskraft die Person die Rutsche runterrutscht. Warum? Weil es wichtig ist zu prüfen, ob es sich dabei um einen sicheren Fluchtweg handelt oder ob die Person aufgrund einer zu hohen Hangabtriebskraft beim Runterrutschen verletzt werden könnte. Bevor wir in das Beispiel einsteigen, noch der Hinweis, dass wir hier aufgrund der Einfachheit eine Idealisierung vornehmen, nämlich dass die Person reibungsfrei die Rutsche herunterrutscht. Fertigen wir zunächst eine Skizze an. Für unsere Berechnungen betrachten wir genau einen Moment während des Rutschens. Zur Vereinfachung stellen wir die Person als Rechteck dar. Die Rutsche hat eine Neigung von 39 Grad und die Gewichtskraft Fg der zu evakuierenden Person mit einer Masse von 77 Kilogramm beträgt rund 750 Newton. Diese Kraft gibt an, wie stark die Person Richtung Erdmittelpunkt gezogen wird. Nun geht es darum, die wirkende Kraft Fg in ihre Komponenten zu zerlegen. Die Notrutsche stellt eine schiefe Ebene dar. Hier kann die Kraft in die Normal- und die Hangabtriebskraft zerlegt werden. Die Normalkraft F von n ist die Kraft, die senkrecht auf ihre Unterlage wirkt. Sie hält uns also auf dem Boden. In unserem Beispiel wirkt sie senkrecht zur Notrutsche. Die gesuchte Kraftkomponente, die parallel zur schiefen Ebene wirkt, ist die Hangabtriebskraft Fh. Sie beschleunigt den Körper auf der schiefen Ebene hangabwärts. Zwar kennen wir den Betrag der Kräfte noch nicht, aber ihre Angriffspunkte und ihre Richtungen. Damit können wir sie einzeichnen. Wenn wir genau hinschauen, erkennen wir, dass durch die Winkelbeziehungen am Dreieck der Winkel zwischen Fn und Fg auch Alpha ist, also 39 Grad. Soweit, so gut. Um die gesuchte Größe zu ermitteln, müssen wir also die Gewichtskraft Fg in die zwei Kräfte Fh und Fn zerlegen. Zur Lösung des Problems verschieben wir die gesuchte Kraft Fh parallel nach unten. Dann bildet sich ein rechtwinkliges Dreieck aus den Kraftpfeilen von Fg, Fn und der parallel verschobenen Kraft Fh. Warum das mit der Parallelverschiebung einfach so geht, kannst du auch nochmal in dem Video zum Kräfteparallelogramm nachvollziehen. Nun haben wir zwischen Fn und Fh einen rechten Winkel, das heißt, wir können für die Berechnung der Hangabtriebs- und Normalkraft die Winkelfunktionen Sinus und Cosinus nutzen. Wie im Video zum rechtwinkligen Dreieck gezeigt wird, sind Sinus und Cosinus ja Winkelfunktionen, die im Prinzip nichts weiter besagen, als dass die Größe des Winkels die Länge der Seiten im rechtwinkligen Dreieck beeinflusst. Der Sinus eines Winkels Alpha ist dabei gleich dem Verhältnis aus Gegenkathete und Hypotenuse. Und der Cosinus eines Winkels Alpha ist gleich dem Verhältnis aus Ankathete und Hypotenuse. Schauen wir uns das mal in unserem Beispiel an. Wir stellen nun die Formel für Sinus Alpha auf. Diese können wir auf unser Dreieck so anwenden. Sinus von Alpha ist Gegenkathete durch Hypotenuse. Die Gegenkathete ist Fh und die Hypotenuse ist Fg. Umgestellt bedeutet das, Fh ist gleich Fg mal Sinus Alpha, also 750 Newton mal den Sinus von 39 Grad. Die Hangabtriebskraft beträgt damit 472 Newton. Nun kannst du auch die Normalkraft bestimmen. Dazu stellen wir die Formel für Cosinus Alpha auf. Diese können wir auf unser Dreieck so anwenden. Der Cosinus von Alpha ist Ankathete durch Hypotenuse. Die Ankathete ist hier Fn und die Hypotenuse ist Fg. Umgestellt bedeutet das, Fn ist gleich Cosinus Alpha mal Fg, also der Cosinus von 39 Grad mal 750 Newton.
Die Normalkraft beträgt damit 582,9 Newton. Lass uns nochmal alles zusammenfassen. Kräfte sind vektorielle Größen und haben einen Betrag. Wir können sie in 3 Komponenten zerlegen, in der Ebene jedoch nur in 2. Um die Kräftezerlegung analytisch zu lösen, nutzen wir die Cosinus- und Sinusfunktion. An der schiefen Ebene ist die Hangabtriebskraft mit Fh gleich Fg mal Sinus Alpha und die Normalkraft mit Fn ist gleich Fg mal Cosinus Alpha definiert. Okay, jetzt bist du aber für deine Mission gewappnet. Und wenn du mich brauchst, weißt du ja, wo du mich finden kannst.